Hallo liebe Wanderfreunde, Neues von Ola. Wir sind gerade hier in Hinterstein in der Nähe von Bad Hindelang, haben eine Nacht in einem Hotel verbracht und laufen heute Morgen hoch zur Schwarzenberghütte. Da möchte ich euch gerne mitnehmen. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Viel Spaß dabei! Da vorne sieht man das Bergsteigerhotel hier in Hinterstein und da ist auch eine Zusteigestelle zum Giebelhaus. Ja, und schon sind wir am Giebelhaus angekommen und laufen jetzt hoch weiter zur Schwarzenberghütte. Der Weg vom Giebelhaus zur Schwarzenberghütte ist sehr gut ausgebaut, ein asphaltierter Weg bis nach oben. Da sieht man auch noch Reste vom ersten Schnee. Ja, es geht ganz schön steil hier bergauf. Aber was nicht tötet, hättet ja. Aber diese traumhafte Aussicht hier, phänomenal. Ja, wir sind schon fast an der Schwarzenberghütte angekommen und im Hintergrund der Pannhölzer und hier rechts davon Laufbichler Kirche. Das sind beide so etwas über 2000 Meter hoch. Jo, Ankunft an der Schwarzenberghütte. Da sind wir jetzt noch 2 Nächte. Jetzt haben wir noch vorne eine kleine Wanderung zum Engeratzgundsee zu machen. Das ist ganz schön tückisch hier mit diesem matschigen Boden. Da ist man sehr am Rutschen. Und die Grasnarbe soll ja auch nicht weiter zerstört werden. Und ich mit der Kamera in der Hand und ohne Stücke.
Aber es wird gleich besser. Der Weg würde jetzt hier weitergehen, da oben am Berg entlang, seitlich hoch. Und dann müssten wir über diesen Kamm hier drüber, bis zu dem See. Also das heißt, wir würden noch knapp eine Stunde brauchen, aber das wird leider zu lange. Deswegen brechen wir jetzt ab, weil wir bis 18 Uhr zurück sein müssen in der Hütte wegen dem Abendessen. Heißt, morgen ein neuer Versuch. Ja, liebe Berg- und Wanderfreunde, jetzt sind wir gerade an der Stelle angekommen, an der wir gestern abgebrochen haben, weil es zeitlich nicht mehr hingehauen hat. Jo, aber wir hatten heute fantastisches Wetter, also perfektes Wanderwetter, strahlend blauer Himmel. Ja, und jetzt gehen wir da diesen Weg hoch weiter über den Kamm und dann zum See runter. Und wenn alles gut geht, schaffen wir es heute auch noch auf den großen Daumen. Schauen wir mal. Unsere Maus ist heute wieder unser Bergführer, ist wieder fit. Einen Tag zum Akklimatisieren und dann gibt es Gas. Es geht ganz schön bergauf hier. Jetzt sind wir schon über 1700 Meter hoch. So, da kommen jetzt noch einige Kletterstellen bis oben. Aber dann haben wir gleich auch den See erreicht. Welch gigantische Aussicht von hier oben. Wir sind hier gerade oben am Engeratsgrundsee angekommen und auf 1900 Höhenmeter oder 1900 Meter Höhe. Ja, sind am Überlegen, ob wir noch zum großen Daumen hochlaufen. Der Schnee blendet schon ganz schön. Die Sonnenbrille macht definitiv Sinn. Ich bin auf ca. 2000 Meter Höhe. Das sind die Oberstdorfer Hochalpen. Traumhafte Aussicht. Ja, und hier würde es weitergehen Richtung Großer Daumen. Allerdings brechen wir für heute hier ab. Jetzt gehen wir gemütlich zurück. Ja, der Weg hier nach unten ist sehr, sehr abenteuerlich. Ja, von da unten sind wir gekommen. Ich denke, roundabout eine Stunde sind wir wieder an der Hütte.
Ja, liebe Wanderfreunde, mein Fazit zur heutigen Tour. Für den großen Daumen hat es leider nicht ganz geklappt, aber die Tour zum Engeratsgundsee, wunderschön. Wir hatten ideale Bedingungen, traumhaftes Wetter, strahlend blauer Himmel den ganzen Tag, also perfekt. Der Weg sehr abenteuerlich, also über viele verwurzelte Stellen, über Steine, über Felsen. Wir mussten klettern, ja, matschige Wege gehen zum Teil durch das Schmelzwasser, was runtergekommen ist. War sehr, sehr abenteuerlich, sehr schöne Tour. Definitiv zu empfehlen. Natürlich Trittsicherheit Voraussetzung, Schwindelfreiheit Voraussetzung und schon etwas Kondition, weil bis zum Engeratsgundsee von hier von der Schwarzenberghütte aus sind es rund 500 Höhenmeter und weiter zum großen Daumen nochmal 400 Höhenmeter etwa. Also schon knackig die Tour. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Nola. Ciao.